Macht eine Autoaufbereitung vor dem Winter und für den Winter Sinn? Heute geht es um Teil 2, Lackversiegelung. Im ersten Teil der Videoreihe haben wir uns angeschaut, welche Schritte wir als Wintervorbereitung selber durchführen und welche wir empfehlen. Schaut euch auf jeden Fall das Video an, wenn ihr es verpasst habt. In diesem Video wollen wir das Auto hälftig versiegeln und erstmal überhaupt darüber sprechen, warum sollten wir eine Lackversiegelung im Winter anwenden und welche Arten von Versiegelungen gibt es und welche empfehlen wir für den Winter. Warum macht eine Lackversiegelung im Winter Sinn? Ganz einfach, wir haben extrem viele und hartnäckig klebende Verschmutzungen am Lack und gerade im Winter macht es überhaupt keinen Spaß, sein Auto zu waschen. Es ist nämlich echt kalt und da kann die Wäsche echt mal zur Tortur werden. Da hilft eine Lackversiegelung einfach, das Auto erstens nicht so schnell dreckig werden zu lassen, sodass man vielleicht, wenn es zwischendurch doch mal regnet, einen Teil des Drecks schon wegspülen kann und dass die Wäsche, wenn sie dann nötig ist, einfach schneller geht, weil der Dreck nicht so klebt, sich schon bei der Vorreinigung abwaschen lässt und wir dadurch auch deutlich das Risiko für Kratzer reduzieren. Jetzt wollen wir mal kurz darüber sprechen, welche Arten von Versiegelung machen denn Sinn für den Winter. Wer zu diesem Thema noch mal eine ausführliche Anleitung oder eine ausführliche Theoriestunde haben möchte, wir verlinken euch mal das Video, wo ich alle Arten von Versiegelung einmal beleuchtet habe, dann kann ich mir jetzt hier ein paar sparen. Die einfachste Versiegelung, die wir haben, ist so eine Spray Sealant, also eine Sprühversiegelung, in aller Regel polymerbasiert, häufig mit Silikonölen. Also da gibt es verschiedene Varianten, wie so eine Versiegelung schützen kann. Sie ist extrem schnell anzuwenden, extrem einfach anzuwenden, hält dafür aber auch nur mehr oder weniger lange und ist nicht allzu resistent gegen Chemie und gar nicht resistent gegen Mechanik. Also einmal, zweimal Waschstraße hat sich diese Versiegelung definitiv erledigt. Eignet sich meiner Meinung nach für eine ganz schnelle Aufbereitung oder für einen Hobbyanwender immer wieder regelmäßig zum Auffrischen. Das andere Extrem am anderen Ende der Messlatte ist dann die Keramikversiegelung. Die resistente Versiegelung, die wir generell aktuell kennen, ist sehr, sehr resistent gegen chemische Belastung, meistens zwischen pH-Wert 2 bis 13, 14 und auch bedingt resistent gegen mechanische Belastung ist eine Lack-Langzeitversiegelung. Einmal angewendet hält sie wirklich sehr lange. Bei auch entsprechender Pflege, auch eine Keramik kann man natürlich kaputt machen. Generell erfordert eine Keramik viel Vorbereitung, eine gewisse Übung, eine gute Arbeitsumgebung und auch Know-how, weil wenn man hier was falsch macht, gibt es hässliche Highspots, also Überbleibsel der Keramik, die einfach nicht schön aussehen. Deswegen das obere Ende der Messlatte und mit Sicherheit eine Top-Versiegelung für den Winter, aber unter dem Aspekt, dass wir hier eine, sage ich mal, zeit- und budgetoptimierte Aufbereitung anbieten wollen, vielleicht ein bisschen over the top. Und das Produkt in der Mitte, sogenannte polymerbasierte Wachse, hier das Kochchemie Handwax zum Beispiel, sind im Endeffekt Wachse, die teilweise natürliche Inhaltsstoffe haben. Macht eine Verarbeitbarkeit sehr schön, macht einen sehr schönen Glanz und aber auch oder ausschließlich synthetische Inhaltsstoffe haben, die dafür sorgen, dass ich eine gute Haltbarkeit habe. Gleichzeitig sind die Wachse aber trotzdem sehr einfach zu verarbeiten, vom Schwierigkeitsgrad her ähnlich wie so eine Sprayversiegelung, aber sie sind etwas aufwendiger im Zeitaufwand. Man muss einen Tick länger warten und man muss ein bisschen, sage ich mal, ruhiger arbeiten und ein bisschen genauer arbeiten, weil man eben eine pastöse Form hat. Genau das ist aber auch mein Vorteil. Wenn ihr euch vorstellt, dass so eine Sprühversiegelung einfach nur aufgesprüht wird und wieder abgewischt wird, dann bleibt da irgendwie nur ein relativ dünner Film auf dem Lack, der am Ende schützen kann. Bei einer Keramik bleibt auch nur ein dünner Film auf dem Lack, aber dieser verbindet sich fest mit dem Lack und hält deswegen so lange. Und hier haben wir keine Verbindung zum Lack, aber einen eher dicken, ja, sage ich mal, sehr stabilen Schutzfilm, weil eben das Wachs schon deutlich fester ist. Und je fester so ein Wachs ist, desto mehr Feststoff, Wirkstoff, sage ich mal, das, was da euer Auto am Ende schützt, kann in so einem Produkt an sich drin sein. Deswegen, ich sag mal, für eine budgetorientierte Aufbereitung, die trotzdem das Fahrzeug bei Handwäsche im Winter gut schützt, ist für mich so ein synthetisches oder ein hybrides Wachs. Auch hier nochmal, wie gesagt, der Hinweis, eine Waschanlagennutzung wird auch so ein synthetisches Wachs nicht allzu lange überleben. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil der Vorteil an so einem Wachs ist, der Kunde kann es entweder selbst zwischendurch nachpflegen mit einer Sprühversiegelung oder wenn er eine Handwäsche anwendet, dann bleibt es auch lange erhalten. Aber dazu kommen wir im dritten Teil. Da schauen wir uns nämlich einmal an, nach etwas über 1000 Kilometer Winterfahrt gibt es einen Unterschied zwischen der versiegelten und unversiegelten Seite. Und wie wasche ich denn so ein Wachs- oder Sprühversiegelung versiegeltes Auto im Winter? Ich würde sagen, genug der Vorrede. Wir werden jetzt den Lack hier mit dem Wachs versiegeln. Und damit ich euch mal zeigen kann, wie einfach das doch ist, würde ich mal sagen, ich bitte mal jemand noch mal zu mir ins Bild. Maurice, komm noch mal bitte. Ich darf euch vorstellen, Maurice, ich nehme mal mein Mikrofon ab, dann kannst du nämlich auch reden. Unser Cutter und, ja, was bist du jetzt, Social Media Manager bei uns. Hast du irgendwas mit Autos zu tun? Noch nie damit zu tun gehabt. Hast du schon mal ein Auto gewaschen? Ich habe schon mein Auto gewaschen, ja, aber das war's auch. Ich zeig dir mal, wie es geht und dann machst du das mal. Und dann sehen wir, wie einfach es ist. Alles klar. Los geht's. So, Maurice, die Anwendung ist wirklich ziemlich einfach. Machst einfach den Deckel auf, schmeißt nichts gegen das Auto.
Hast dann hier so einen Wachsapplikator mit bei, den setzt du einmal auf, nimmst ein bisschen was auf und dann streichst du es ab. Wir wollen nämlich, und das ist in der Autopflege immer wichtig, weniger ist mehr, wirklich dünn auftragen. Dann gehst du hier auf einen Bereich, sagen wir machen jetzt mal ungefähr den Bereich und trägst dir erstmal ein bisschen Produkt in die Mitte auf. Und dann kannst du von der Mitte immer wieder was wegnehmen sozusagen und verteilst es dann in deinem Bereich. Kannst du gerne 2 Bahnen machen, sodass du halt wirklich eine hauchdünne, du siehst ja wirklich ganz dünne Schicht hast. So kannst du über alle lackierten Bereiche gehen, also auch hier so die Chromapplikationen, Klavierlackteile, nicht auf Kunststoff und auch nicht auf die Scheinwerfer kommen. Und dann natürlich, ne, wir machen nur die Hälfte des Autos, gehen wir einmal so rundum. Und dann geht es nachher ums Abwischen, aber da müssen wir später zu kommen. Das zeige ich dir, wenn es soweit ist. Okay. Viel Spaß. Krieg ich hin, danke. Wie läuft? Ja, läuft gut. Also man merkt echt, wann man ein Produkt braucht und wann nicht. Also wann es leer ist, wann es nicht mehr so gut gleitet. Also geht echt gut und ich glaube, ich stelle mich auch ganz gut an, oder? Wenn ihr das Vorbereitungsvideo nicht gesehen habt, denkt bitte unbedingt dran, das Fahrzeug sollte vor der Versiegelung poliert werden, es sollte entfettet werden, keine versiegelungshaltigen Shampoos vorher verwenden, keine Quick Detailer, keine Sprühversiegelung, damit das Wachs wirklich direkt auf der Lackoberfläche haften kann und gut hält. Ich glaube, Maurice hat ein neues Hobby gefunden. Vielleicht hörst du mich ja trotzdem, wenn ich das jetzt sage. Es gibt eine Möglichkeit, die Ablüftzeit selbst herauszufinden. Die Hersteller schreiben immer irgendwas rein, 5, 10, 15, 20 Minuten. Bei Wachs, wie in dem Fall, wo Kanauberwachs noch mit drin ist, ist die Ablüftzeit nicht so kritisch. Also ihr könnt das wirklich lange stehen lassen. Es gibt dann den sogenannten Fingerwischtest, um herauszufinden, ob das Wachs bereit ist, abgewischt zu werden. Ihr nehmt einfach am besten einen Finger ohne Handschuh. Danach könnt ihr euch die Hände waschen und wischt einmal langsam, ohne Druck, über die Oberfläche. Und wenn ihr dann seht, dass ihr das Wachs weiter verschmiert, muss es noch einen Moment stehen bleiben. Wenn ihr seht, dass ihr das Wachs mit dem Finger abwischt, wie jetzt hier oder hier, dann ist es kein Problem, dann kann das Wachs abgewischt werden, auspoliert werden. Und dazu kommen wir gleich, wenn Maurice hinten fertig ist. In der Zwischenzeit wollen wir uns auch um die Felgen kümmern. Wir nehmen die schon mal runter und dann erzähle ich euch auch, was dazu beachten ist, wie die Felgen vorzubereiten sind und was wir da an Schutz draufpacken. Wir haben noch ein bisschen Ablüftzeit beim Wachs, deswegen werden wir in der Zeit die Felgen versiegeln, also 2 von den 4, weil auch hier wollen wir einen Vergleich haben, ob es denn was bringt. Bei der Felge ist es so meiner Meinung nach die einzige langfristige sinnvolle Variante, eine Felge zu versiegeln, ist eine Keramikversiegelung, weil nur die einmal dem Schmutz gewachsen ist, der da entsteht, und auch der Hitze gewachsen ist, die da entsteht. Deswegen werden wir die Keramikversiegelung auftragen. Auch hier gilt im Idealfall die Felgen vorher polieren, schmale Bereiche gerne mit der Hand, wenn man da nicht rankommt, gründlichst entfetten. Und dann kann sie direkt versiegelt werden. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, wie das an sich geht. Verlinken wir euch auch, könnt ihr euch angucken. Die Felge hat jetzt hier schon leider ein paar Schäden drin, ein paar kleine Steinschläge. Das ist jetzt einfach so, ist jetzt kein ideales Beispiel für diese Felge, müssen wir jetzt keramisch versiegeln. Aber wir wollen ja einfach mal sehen, was diese Versiegelung an Schmutz abhält von alleine und ob die Reinigung nachher leichter wird. Deswegen versiegeln wir jetzt mal die Felge, zeigen euch davon ein paar Bilder und sehen uns dann später zum Wachsabpolieren wieder. Ja, Maurice, hast du gut gemacht. Du hast ja gemerkt, ne, der Hang geht dazu, ein bisschen zu viel Produkt zu nehmen. Wirst du jetzt beim Auspolieren merken. Genau, wenn dieser Fingerwischtest erfolgreich ist, sage ich mal, dann arbeiten wir am besten mit 2 Tüchern. Ne? Ob du jetzt in geraden Bahnen oder in Kreisen wischst, spielt am Ende keine Rolle. Da hat jeder so seine eigene Methode. Wichtig ist, dass du halt überall dran bist und gerade hier in die Embleme auch das Tuch dir wirklich so ein bisschen so reinlegst, ne? Dass wir am Ende keine Wachsreste irgendwo drin haben. Und dass wir dann am Ende, unter guten Lichtbedingungen einfach kontrollieren, dass das gut aussieht. Das heißt, du gehst in der ersten Runde relativ locker einmal rüber. Dadurch verteilst du Überschüsse auch noch mal ein bisschen.
Und dann mit einem zweiten sauberen Tuch, wenn du ein Bauteil fertig hast, hinterher. Und dann wirst du auch merken, mit dem Bauteil geht es ganz leicht. Wenn du irgendwo auf den Bereich kommst, wo noch Wachs ist, merkst du, das stockt. Dann weißt du, okay, da ist noch ein bisschen was. Aber sonst gehst du komplett ohne Druck, wirklich nur die Hand auflegen, in ganz leichten Bewegungen drüber. Und dann sollte im Idealfall die Oberfläche hochglänzend sein und dann hast du es schon geschafft. Alles klar. Viel Erfolg. Maurice, wie war dein erstes Mal? Ja, leichter als gedacht. Sehr gut. Das war Sinn der Sache. Eine Anwendung von einem Hybridwachs, wie in diesem Fall, also Knauberwachs und synthetische Anteile, geht wirklich relativ einfach, ist relativ schnell und bringt einen effektiven Schutz. Und genau diesen Schutz wollen wir uns im letzten Teil nochmal angucken. Ich werde jetzt mit dem Auto ein bisschen über 1000 Kilometer fahren. Und dann werden wir uns mal anschauen, ob man einen direkten Unterschied sieht im dreckigen Zustand und auch, ob man einen Unterschied bei der Wäsche sieht. Und vor allen Dingen, wie man so einen Wachs auch nachpflegt und richtig wäscht, damit es möglichst lange erhalten bleibt. Ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht, du darfst das Video ja noch schneiden, von daher kannst du noch mal deine Glanzleistung angucken. Nur die besten Szenen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im dritten Teil. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und bis dann. Haut rein.